Herzlich willkommen. Mein Name ist Dora Tronja und ich bin Leiterin des Biotopia Labs und des Bereichs Events. Und wie auch bei der letzten Veranstaltung wollten wir heute Abend hier im Biotopia Lab starten, und zwar in unserer allerersten Pop-up-Ausstellung Fungi for Future. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnten wir unsere Türen ja leider noch nicht für Besucher und Besucherinnen öffnen, aber wir freuen uns sehr, uns mit dem Thema Pilze in anderen Formaten auseinanderzusetzen. Zum Beispiel in Form von Gesprächen mit spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Heute haben wir Professor Vera Meyer zu Gast. Sie ist Professorin für angewandte Mikrobiologie an der TU Berlin. In der Mikrobiologie spielen Pilze eine wichtige Rolle, zum Beispiel in der Herstellung von Antibiotika oder auch Vitaminen oder in der Forschung für zukünftige Materialien, zum Beispiel Verpackungs- oder Baumaterialien. Aber Vera Meyer ist nicht nur Professorin, sie ist auch Künstlerin. Und hier haben wir eins ihrer Kunstwerke namens Iora direkt in der Ausstellung. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst sieht Vera Meyer ein Riesenpotenzial für Innovation und verfolgt dies auch in verschiedenen sehr interessanten Projekten. Ich bin sehr gespannt, was sie uns erzählt. Und wer neugierig ist, was das Biotopia Lab sonst noch zu bieten hat, schaut gerne mal auf lab.biotopia.net. Dort haben wir verschiedene Online- und Offline-Inhalte, die man auch von zu Hause genießen kann. Und sobald wir hier öffnen können, sind wir natürlich sehr gespannt und erfreut, euch und Sie hier zu begrüßen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Gespräch und wünsche viel Spaß. Ja, verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen auch meinerseits und vielen Dank an Dora. Mein Name ist Michael John Gorman und ich bin der Gründungsdirektor von Biotopia hier in München und ich freue mich sehr, Sie zur zweiten Veranstaltung in Zusammenhang mit unserer Ausstellung Fungi for Future im neuen Biotopia Lab begrüßen zu dürfen. Wie die Dora gesagt hat, heute besprechen wir Pilze zwischen Wissenschaft und Kunst mit Professorin Vera Meyer. Und es freut mich auch sehr, dass heute Abend so viele kommen konnten. Wir haben mehr als, ich denke, 280 Personen schon im Publikum. Also das ist schon viele Personen. Und mich interessieren würde, woher Sie alle kommen. Vielleicht können Sie im Chat schreiben, aus welcher Stadt Sie gerade zusehen. Und das wäre nett, eine kleine Grüße zu schreiben. Und die Vera Meyer ist schon zugeschaltet, sehe ich jetzt. Aber bevor wir die Unterhaltung beginnen, möchte ich einige kleine Dinge erklären. Wir würden uns insgesamt circa eine Stunde lang unterhalten, also bis ungefähr 8 Uhr und zentrale europäische Zeit. Und während des Gesprächs bitte, wenn Sie Fragen haben, wir hoffen, dass Sie Fragen haben, aber bitte die im Q&A schreiben, also die nicht im Chat, also die Fragen bitte im Q&A schicken. Und dann, Sie werden auch sehen, dass Sie können auch die Fragen von anderen Personen auch also upvoten, also Daumen hoch geben sozusagen. Und das hilft uns dann zu sehen, was sind die interessante Frage zu beantworten in die Diskussion. Also bevor wir anfangen, ich wollte nur eine kleine Umfrage machen. Vielleicht, Dora, könntest du diese kleine Umfrage jetzt starten? Also welches Feld interessiert Sie besonders? Wissenschaft, Kunst, Design, Wirtschaft oder keine dieser Optionen? Vielleicht können Sie eine Option auswählen. Und vielleicht lassen wir es noch 10 Sekunden. Und dann, ja, vielleicht Dora, kannst du das schließen und dann sehen wir, was für Zuschauer wir haben. Wissenschaft 62%. Also das ist schon eine deutliche Mehrheit. Aber schon fast 20% für Kunst, Design 13%, Wirtschaft nur 6%. Aber interessanterweise, das bedeckt alle. Niemand hat keine dieser Optionen ausgewählt. Aber jetzt legen wir los. Ich freue mich sehr, Professor Vera Meyer zu begrüßen. Herzlich willkommen, Vera. Du leitest, wie die Dora gesagt hat, das Fachgebiet für angewandte und molekulare Biotechnologie an der TU Berlin.
Und dort hast du auch mit das Projekt Mind the Fungi, das zwischen 2018 und 2020 lief, ich denke, ein sehr innovatives und interdisziplinäres Forschungsfeld wirklich aufgebaut. Also vielleicht zuerst, also unser Thema heute Abend ist Pilze und Pilze scheinen manchmal ein bisschen vernachlässigt zu werden und erhalten weit weniger Aufmerksamkeit als Pflanzen und Tiere oder sogar Bakterien. Aber warum sind Pilze für dich so faszinierend? Vielleicht kannst du mir erzählen. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier da sein darf und für deine und auch die Fragen der anderen ja, Antworten versuchen kann zu finden. Das freut mich sehr, auch dieses riesengroße Interesse an Pilzen und an Wissenschaft und Kunst mit Pilzen. Das Verrückte ist, Pilze sind überall. Wir atmen sie ein, sie leben auf unserer Haut, sie leben in unserem Körper. Wenn wir die Straße lang gehen, ja, unsere Füße berühren Füße ständig im Wald. Pilze sind überall, sie werden aber übersehen. Und sie werden übersehen, weil sie so mikroskopisch klein sind. Pilze gehören zu den kleinsten Organismen dieser Erde. Man braucht ein Mikroskop, um sie zu sehen. Auf der anderen Seite, und das ist das Verrückte, auch das Spannende an Pilzen, sie gehören auch zu den größten Organismen. Also um das Netzwerk, welches aus Zellfäden besteht, um das zu verstehen, braucht man zum Beispiel ein Flugzeug, ja, um den Hallimasch zum Beispiel in Oregon betrachten zu können. Also Pilze sind unglaublich klein, sind unglaublich groß und sie sind aber aus welchen Gründen auch immer nicht präsent in unseren Köpfen, so wie Tiere oder Pflanzen, obwohl das Königreich der Pilze, die Funga, in der Biologie genauso wichtig sind wie die Fauna oder die Flora. Und ich habe vor 2 Jahren oder bald 3 Jahren das Mind the Fungi Projekt gegründet, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit ein bisschen zu schärfen für diese große Organismengruppe. Also ja, wie wenn man reist, Mind the Gap am Flughafen oder wenn man in die U-Bahn steigt. Also pass auf, überseh das nicht. Deshalb dieser Titel, Mind the Fungi. Und die Idee war sozusagen der Gesellschaft auf der einen Seite zu berichten, wie viel Gegenwart schon geprägt wird durch die Biotechnologie der Pilze. Wir könnten unseren heutigen Lifestyle gar nicht leben ohne die Kraft der Pilze. Viele Produkte des täglichen Lebens gäbe es gar nicht ohne Pilzen. Und auf der anderen Seite mit der Gesellschaft in eine Diskussion zu treten, wie die Zukunft mit Pilzen aussehen könnte, wenn wir uns vorstellen, und ich halte das tatsächlich für eine reale Utopia, in Pilzen zu wohnen, sich in Pilze zu kleiden, also demzufolge nicht nur Pilze zu essen oder zu trinken oder Medikamente wie Penicillin zu nehmen oder andere, sondern tatsächlich mit Pilzen gemeinsam zu leben. Und du hast es schon erwähnt, ich zeige einfach mal dieses Buch, Mind the Fungi. Dieses Projekt war ein Citizen Science Projekt hier von der TU Berlin gegründet. Und es war von vornherein angelegt, dass wir mit Wissenschaftlern, aber auch mit Künstlern, mit Designern zusammenarbeiten, als auch mit interessierten Bürgerinnen, die in die Labore, in unsere Labore gekommen sind, beziehungsweise wir haben mit Do-it-yourself Laboren zusammengearbeitet, wie zum Beispiel jetzt das Top Lab hier in Berlin, um zu zeigen, wie man leicht mit Pilzen arbeiten kann, sich vielleicht das eine oder andere Biomaterial selber herstellt. Also wir werden auf jeden Fall zurück in diese Mind the Fungi Projekt kommen, ein bisschen später. Aber zuerst, die heutige Veranstaltung ist auch Teil von Wissenschaftsjahres mit dem Thema Bioökonomie. Und dieses Wort Bioökonomie hören wir heutzutage immer öfter. Aber was genau bedeutet das und was hat das überhaupt mit Pilze zu tun? Vielleicht kannst du uns erzählen. Beantworte ich dir gerne. Ich bin mal so frei und teile mal mein Bildschirm für 2 Folien. Ich hoffe, du siehst das jetzt, ja, und ihr alle auch. Und jetzt bin ich im Präsentationsmodus. Also das ist die Welt der Pilze, wie sie uns darstellt. Ja? Also es ist diese Wald- und Wiesenpilze, vielleicht die Champignons oder der Schirmpilz, den wir gerne essen. Es sind die Baumpilze und rechts so dargestellt, das sind die Schimmelpilze. Und ich habe vorhin die Begrifflichkeit schon genutzt, filamentös, also sie wachsen so als Zellfäden. Und das Verrückte ist, unter Mikroskop sieht es aus wie ein chaotisches Gewirr an diesen Zellfäden, die verzweigen, mal häufiger, mal seltener.
Und das Spannende für die Bioökonomie ist dieser grüne Punkt hier. Ich weiß nicht, siehst du meine Maus? Ja. Ja, genau. Ja. Also mal das ist jetzt unter einem sogenannten Konfokalmikroskop angeschaut, die Hyphen, und hier vorne dieser grüne Punkt. Das ist quasi die Schatztruhe, die ganz viele Enzyme birgt, die nach außen in das Medium ausgeschieden werden. Und diese Enzyme brauchen wir, um wegzukommen vom Erdöl, um neue Biokraftstoffe herzustellen, um Biopolymere herzustellen, um zu bauen mit Pilzen, um Kleidung aus Pilzen herzustellen. Und das schöne Video hat Dora gerade eben schon in dem Trailer gezeigt. Wir sehen hier Aspergillus niger, ein Schimmelpilz, und einige von euch kennen es vielleicht, das ist so dieser schwarze kleine Punkt im Bart, den man nicht so haben will. Aber worauf ich hinaus will mit diesem Film ist, dass obwohl sich sozusagen unter Mikroskop das aussieht wie so ein Gewirr an zufällig verzweigten Zellfäden, ergibt sich eine geordnete Kolonie in Zeit und Raum. Das heißt, der Pilz erobert quasi gleichmaßig in allen Dimensionen, also X, Y, Z, den Raum. Und was ihr hier auch gesehen habt und was ich vielleicht nochmal zeigen kann, weil es so schön, also ich finde es wunderbar schön, ist die Aktivität eines bestimmten Proteins in dieser Kolonie, in dieser Pilzkolonie. Und wir versuchen an der TU Berlin zu verstehen, wie wird jetzt dieses Hyphenwachstum, dieses filamentöse Zellwachstum kontrolliert? Wie regulieren sich Verzweigungen? Und gemeinsam mit Kollegen von der TU München, und ich glaube, das wird der letzte Film, den ich zeige, aber ich finde ihn einfach so toll, schauen wir jetzt nicht mit einem Lichtmikroskop, sondern mit einem Röntgenmikroskop auf so eine dreidimensionale Struktur einer Pilzkolonie. Und wir können quasi in XY-Richtung sozusagen da durchzoomen und sehen, wie porös eine solche Struktur ist. Das heißt, da kann sozusagen Luft, Sauerstoff rein, da können Substrate rein. Diese gelben Punkte stehen für Hyphenspitzen. Das ist, wie gesagt, die Schatztruhe. Dort sind die Enzyme alle versteckt, die wir haben wollen. Die grünen Punkte sind Verzweigungen. Und wir können jetzt sozusagen verstehen, die Biologie dahinter, die jetzt reguliert, wie dieses dreidimensionale Netzwerk entsteht. Und wenn wir das verstanden haben, und da sind wir vielleicht auf einem guten Weg dahin, können wir gezielt quasi diese Struktur modellieren. Und also darüber wollte ich dich noch fragen, weil es gibt eine große Diskussion im Moment über nachhaltige Baumaterialien und zum Beispiel auch vorgestern, es gab ein Gespräch von Ursula von der Leyen über das neue europäische Bauhaus bei der DLD-Konferenz, und das ist ein Thema, wie man nachhaltige Gebäude bauen kann und nachhaltige Materialien benutzen kann. Und wir sehen auch über unsere Köpfe jetzt wir haben auch im Biotopia Lab sogar diese akustische Panelen, die aus Genau, da oben, ich zeige sie mal, genau, sie sind direkt über mir, oder auch, sie sind ja auch über dir, genau. Ja. Und die sind von Mogu, also die sind akustische Paneele aus Mycelium gemacht. Aber warum sind Pilze so geeignet als Baumaterial? Der Grundgedanke ist dass Pilze, also zwei Sachen sind wichtig, glaube ich, hier zu verstehen. Wenn wir wegkommen wollen von Erdöl zum Beispiel, wenn wir Beton ersetzen wollen in der Bauindustrie, müssen wir quasi Substanzen finden oder Substrate finden, die nachwachsend sind. Und das sind pflanzliche Substrate. Also wir können mit der Forstwirtschaft können wir überlegen, wie wir da sozusagen Substrate finden, auf denen dann zum Beispiel Mikroorganismen wachsen können, mit denen man dann Enzyme oder Medikamente oder Baumaterialien, Bioplastik, Kraftstoff gewinnen kann. Der Clou bei Pilzen ist, dass sie von Natur aus die einzigen Organismen sind, die sogenannte Lignocellulose, daraus bestehen die Zellwände der Bäume, der Pflanzen, Agrar, also der Pflanzen. Aus Lignocellulose bestehen die Zellwände, und Pilze ernähren sich, sie scheiden diese Enzyme aus und ernähren sich dann quasi von diesen pflanzlichen Reststoffen. Vor einigen Jahren gab es eine Studie in der EU, die ausgerechnet hat, in Europa entstehen pro Jahr ca. 1 Milliarde Tonnen an lignocellulosischer Biomasse als Reststoff. Also Reste aus der Agrarindustrie heißt die Stängel, die Blätter, die Wurzeln.
Reste aus der Forstwirtschaft heißt die Sägespäne zum Beispiel. So, und von dieser 1 Milliarde Tonne werden nur 500 Millionen Tonnen genutzt. Ja. Sei es als Heu, sei es in Bioraffinerien, um daraus Kraftstoffe. Also die Natur bietet uns quasi Nachwachsen pro Jahr. Ja, die Pflanzen fixieren CO2, sie geben uns Biomasse und auf dieser Biomasse, auf dieser pflanzlichen Biomasse kann man die Pilze wachsen lassen. Und sie sind quasi, es ist ihre Aufgabe in der Natur, da drauf zu wachsen. Jetzt weiß ich nicht. Sie sieht das nicht so gut jetzt. Ja, jetzt, ich muss aber, wie ich das ja, halte, genau. sagen. So Also, genau, aber vielleicht, pass mal auf, ich versuche es mal anders. Vielleicht kannst du es hören, wenn wir es, so wenn ja. ihr müsst euch quasi jetzt vorstellen, auf Stroh lassen wir dieses Pilzmyzel wachsen. Es ernährt sich von diesem Stroh, dieses Pilzmyzel, und dann können diese festen Strukturen, und sie sind super leicht, Also, Und was ist dieses Objekt? Kannst du das erzählen? das ist die Idee eines Fahrradhelmes, die hat der Bastian bei uns es war im Rahmen des Mind the Fungi Projektes, und der war Bachelorstudent bei uns, hat die Idee die Idee entwickelt. In Fahrradhelm wird ja immer mit diesem Styropor gearbeitet, als quasi Stoßdämpfer, diesen Styropor zu ersetzen. Und die Ergebnisse bis jetzt sind sehr encouraging, also sie beflügeln uns sehr, dass wir in die Richtung weiterdenken können. Ich fand es so schön als Metapher, Mind the Fungi, wir wollen ja quasi die Möglichkeiten, die Pilze bieten, ja in die Köpfe der Menschen sozusagen bringen und dann gemeinsam auch diskutieren, was wollen wir als Gesellschaft? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Oder wollen wir das vielleicht in einer abgeänderten Form? Und ein Fahrradhelm ist vielleicht eine gute Möglichkeit, das sozusagen auf die Köpfe der Menschen zu bringen. Und deine Frage bezüglich, warum jetzt so interessant für Bioökonomie oder auch als Baumaterial. Wenn man ans Bauen denkt, jetzt Vergleich müsste man nehmen, klassisch Zement und Beton, wären Temperaturen bis 1400 Grad im Prozess oder sind notwendig 1400 Grad. In unserem Prozess sind es Temperaturen bis maximal 120 Grad. Also allein schon an dieser Varianz sozusagen kann man sehen, dass es viel weniger energieintensiv ist. Es ist auch weniger wasserintensiv. Und wir haben sozusagen schon die ersten Ökobilanzen mit Kollegen von der TU Berlin erstellt, die wirklich darauf hindeuten, dass wir einen nachhaltigeren Weg gehen, wenn wir mit diesen Leichtbaumaterialien arbeiten. Es wird vielleicht noch eine Weile dauern bis Außenwände, also bis wir verstanden haben, wie von der Architektur her. Mit digitaler Architektur kann man sehr viel machen. Sven Pfeiffer, mit dem wir zusammenarbeiten, muss ich hier unbedingt nennen. Also man kann über digitale Architektur sehr gut Kräfte zum Beispiel bestimmen und dadurch auch mit leichten Materialien, also mit Leichtbaumaterialien arbeiten, die trotzdem viele Kräfte aufnehmen können. Aber trotzdem ist es das vielleicht noch nicht so weit, dass wir mit Außenwänden, aber Innenwände. Denk an Innenwände oder denk an die Dämmung. Also ich bin überrascht, dass es funktioniert für ein Fahrrad, weil also ich dachte, dass Luftfeuchtigkeit war ein großer Feind von Pilze. Also das ist auch der Fall bei unseren Mogu-Paneele zum Beispiel, dass man muss nicht zu viel Luftfeuchtigkeit haben, weil sonst hat man Pilze auf die Pilze eigentlich. Genau. Und da spielt quasi die Biologie oder das Verständnis der Biologie der Pilze eine Rolle. Der Witz ist, Pilze in der Natur haben verstanden, haben gelernt, wie sie Wasser abperlen lassen. Wie in einem Wald, es regnet und du siehst sozusagen, du hast diesen Lotus-Effekt bei Pilzen ja auch. Und das sind bestimmte Proteine, wir nennen sie Hydrophobine, das ist sozusagen der Regenschirm der Pilze. Und wenn wir verstehen, wie wir quasi das Myzel so wachsen lassen, dass die Pilze besonders viel von diesen Hydrophobien bilden, sehen wir Möglichkeit, dass sie quasi wasserabweisend sind. Die andere Alternative wäre, man könnte diese Materialien auch beschichten mit natürlichen Harzen zum Beispiel. Bienenwachs. Also das sind alles so verschiedene Dinge, die jetzt bei uns in den Laboren ausprobiert werden und wo eigentlich mehr Ideen als real Umsetzungsmöglichkeiten im Moment da sind. Ich sehe, dass es gibt schon viele Fragen in die Q&A. Also einige sind genau auf diesem Thema. Also zum Beispiel
Benjamin Nurgenk fragt, welcher Pilz ist das für den Fahrradhelm? Also welcher Pilz ist das? Genau. Also wir haben im Rahmen des Mind the Fungi Projekts uns überlegt, dass wir eine Stammsammlung hier anlegen wollen an der TU Berlin, die mit Pilzen gefüllt ist, die aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Und wir haben eine Stammsammlung von an die 70 Baumpilzen und Wald- und Wiesenpilzen, ja, sozusagen allgemein formuliert. Und auf den wir uns eingeschossen haben, ist der sogenannte Zunderschwamm, Fomes fomentarius. Ja. Nicht nur, weil er hier sehr gut vorkommt und quasi hier heimisch ist, sondern er wächst sehr gut auf all dem Material, auf den pflanzlich nachwachsenden Rohstoffen, die hier in Berlin-Brandenburg eben auch viel gibt. Also sei es Raps, die Rapsfelder oder sei es auf Hanf zum Beispiel, ja, Hanfschäben wächst auch wunderbar, auf Pappelspänen. Also es hat sich sozusagen im Labor durchgesetzt als ein Pilz, der wunderbar wächst. Ja. Moru zum Beispiel. Das ist auch das Pilz, das um Feuer zu machen benutzt war von früher. Genau. Uzi hatte es in die Tasche. Uzi hatte es mit sich und der Grundgedanke war, also man kann, wenn man es speziell behandelt, kann man es auch tatsächlich als Zunder, also zum Anzünden nehmen. Die Idee war aber eigentlich, dass man in diesen Fruchtkörpern, also leider habe ich die jetzt auf der anderen Seite vor mir berechnet, da komme ich jetzt nicht ran, sonst hätte ich jetzt einen gezeigt, dass man in dem Fruchtkörper, wenn man den aushöhlt, im Prinzip die Glut von A nach B tragen kann. Also das war sozusagen die Idee, dass man das Feuer transportieren konnte. Also ich habe eine andere Frage auch über Thema Bau. Also ich arbeite, das ist die Katharina Schoder, ich arbeite zurzeit an Myzel-basierten Werkstoffen für Bau- und Verpackungsindustrie. Bisher ist die zeitaufwendige Produktionsprozess noch etwas hinderlich. Wo sehen Sie eine wirtschaftliche Lösung für dieses Problem, um sie konkurrenzfähig mit entsprechendem fossilbasiertem Produkt zu machen? Gute Frage. Sehr gute Frage. Das Grundproblem in der Biotechnologie, und das ist der Grund, weshalb wir mit vielen Produkten aus der Erdölindustrie noch nicht mithalten können, also das gilt jetzt auch für bakterielle Produkte oder Produkte, die mit Hilfe von Hefen gewonnen werden. Ja. Weil der Grund ist der, dass in der Erdölraffinerie in der chemischen Industrie mit kontinuierlichen Prozessen gearbeitet werden kann, 24/7, während in der Biologie, in der Biotechnologie wir relativ wenig kontinuierliche Prozesse und eher sogenannte, wir nennen es Batch-Prozesse arbeiten, das heißt, oder Fett-Batch-Prozesse. Wir müssen sterilisieren, wir müssen sicherstellen, dass während der Produktion keine Kontamination entstehen und wir müssen sicherstellen, dass während der Produktion sozusagen sich auch keine Mutation anhäufen. Und das ist sozusagen, also die Biologie erfordert gewisse Aufmerksamkeiten und das macht den Prozess als solches ungünstiger im Vergleich zu chemischen Prozessen. Das ist aber alles nur eine Frage des Erdölpreises. Wenn Erdöl teurer wäre, wäre das auch schon wieder kompetitiv. Ja. Im Kontext jetzt rein Pilze als Baumaterialien, also im Moment ist es so zwischen 3 bis 4 Wochen, die wir brauchen, bis tatsächlich mal so ein Fahrradhelm fertig ist. Wenn wir aber die Produktionsprozesse gut ineinander schachteln, dann kann man ja auch mit verschiedenen sozusagen Batch-Prozessen auch eine kontinuierliche Produktionslinie. Wir sind am Anfang das ist eine tolle Frage, all dieser Überlegungen, wie wir das Zeit und Raum effizienter hinbekommen. Und ich weiß, dass Pilzleder ist auch ein großes Thema im Moment und ich weiß, dass du arbeitest auch mit Mycoworks. Ja, ich habe das Glück, mit Mycoworks, ich habe das Glück, sie kennengelernt zu haben, den Gründer auch, Phil Ross, ein Künstler, ein Designer, der schon, ich glaube, vor mehr als 15 Jahren angefangen hat, mit Pilzen zu experimentieren und der vor über 10 Jahren dann auch schon die Idee hatte, aus Ganoderma lucidum, auch ein Baumpilz, Leder herzustellen. Im Gegensatz zu den klassischen Baumaterialien, von denen ich spreche, wo ein Verbundstoff sich bildet, also aus Pflanzenresten plus Pilz sozusagen entsteht ein Gemisch und das kann man nicht mehr dann trennen in 2 Einzelteile. Das ist wir nennen es Kompositwerkstoff oder Verbundstoff. Ist das Leder, mit dem jetzt Mycoworks oder kommen jetzt auch andere Firmen auf den Markt, mit Mycoworks arbeiten, ist reines Myzel. Das, was ich euch gerade vorhin in diesem Röntgenbild sozusagen Animation gezeigt
habe. Das ist wirklich reine, du wirst es jetzt hier, das ist mal eine 3D gedruckte Wiedergabe von diesem Myzel, das ist auch vom Kollegen von der TU München. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es ist sozusagen, wenn man da reinguckt, sieht es aus wie ein Schwamm. Und wie viel Mal ist das vergrößert? Also das das eigentliche Myzel, was ich euch gezeigt habe, war 1,5 Millimeter groß und wie gesagt, hat eine Gesamthüfenlänge 1,5 Meter. Ja. Und was ist das jetzt? Das sind jetzt vielleicht 8 Zentimeter. Ja, Also genau, kannst du jetzt ausrechnen. Ja. Und also es gibt halt auch die Frage hier, also in Bezug auf Pilztextilien, also inwiefern sind Pilztextilstoffe schon im Einsatz? Gibt es schon Pilz-T-Shirts zum Beispiel? Nicht wirklich. Also Microworks hat versucht, letztes Jahr sozusagen den großen Launch zu machen, werden es wahrscheinlich dieses Jahr machen, weil letztes Jahr die ganze Welt gedanklich ganz woanders war, verständlich. Ich rechne damit sozusagen, dass das erste Leder von Microworks in diesem Jahr auf den Markt kommt. Man kann sie googeln, sie sind auch sehr, finde ich, sehr gut in der quasi Internetpräsenz und erläutern auch sozusagen, wie sie das Thema angehen und warum sie das für sie auch nachhaltig und sinnvoll ist. Sie arbeiten mit italienischen quasi Designern zusammen, die quasi Leder dann verarbeiten zu Schuhen oder Taschen und so weiter. Ich hoffe, dass das dann vielleicht noch nicht in 5 Jahren, aber vielleicht in 10 Jahren die Produktion dann auch so effizient ist, dass auch normalpreisige Schuhe damit hergestellt werden können oder Taschen. Wie gesagt, eins der Gründe sozusagen in der Biotechnologie, warum bestimmte Produkte sehr teuer sind, ist einfach, dass der Produktionsprozess als solches aufwendig ist, weil wir es mit lebenden Organismen zu tun haben. Und wie gesagt, da Probleme wie Sterilität, Kontamination, Mutation eine große Rolle spielen. Also natürlich hier in Bayern träumen wir von Pilz Lederhosen. Ich darf nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, da genau, ist auch was in der Mache. Ich sehe, dass es gibt noch viele Fragen, aber ich werde nur eine letzte Frage vom Publikum nehmen und dann ich wollte weiter über dein Mind the Fungi Projekt sprechen. Aber Müller Marvin fragt, kann eine Pilzstruktur auch mit der Festigkeit von Beton mithalten? Kann man damit ein Pilzfundament für eine kleine Wohnform nehmen, um sie mit dem Untergrund zu verbinden? Und ist das Pilzfundament dann auch gegen Witterungen natürlich geschützt? Genau, also das Thema mit den Witterungen, da sind wir dran. Also das muss man entweder den Pilz dazu bringen, sich selber quasi sozusagen mit Hydrophobien ausreichend zu besetzen, zu belegen, damit es kein Wasser eindringt oder wir beschichten das. Und Pilze können unglaubliche Drücke aushalten. Die Hyphen, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit diesem grünen, mit diesem Spitzenkörper an der, das kann einen Zellinnendruck bis zu 80 Bar erzeugen. 80 Bar, das ist quasi Wassertiefe 800 Meter. Wow. Das ermöglicht Pilzen, in Pflanzen einzudringen, in die Epidermis cuticula, um sie zu infizieren zum Beispiel. Also das ermöglicht ihnen, in Beton einzudringen. Also sie haben eine unglaubliche Kraft und diese Kraft kommt daher, dass die Zellwand aus Chitin besteht. Und Chitin kennen wir als Insektenpanzer zum Beispiel. Und das Chitin, das ist kristallin und hält diese Riesenkräfte aus. Wer sich den Spaß machen möchte, nächste Mal im Wald spazieren, so Birkenwälder, Buchenwälder, dort wächst Fomes fomentarius. Ja, man muss einfach so nach kranken, toten Bäumen suchen. Einen Zunderschwamm, einen Fruchtkörper finden, der ungefähr, 20 Zentimeter Durchmesser hat. Man kann sich draufstellen. Ja. Das bricht nicht ein. So. Habe ich gemacht. Ja, hast du, genau. Und das ist verrückt, wenn er dann irgendwann selber verrottet. Und das ist vielleicht noch ein Gedankengang, den ich hier einbringen möchte. Warum Bioökonomie? Wenn dieses neue Produkt, dieses neue Pilzprodukt, sei es ist die Innenwand eines Hauses, sei es der Dämmstoff, sei es das Möbelstück oder der Fahrradhelm oder das Kleidungsstück, was auch immer. Wenn man das nicht mehr benötigt, nicht mehr möchte, kann man es im Prinzip schreddern und auf den Kompost bringen.
Oder selber zu Hause gucken, ob man nicht sich wieder was Neues selber daraus herstellt. Und das ist das Grundprinzip der Bioökonomie ist nicht nur die Nachhaltigkeit, also nachwachsende Rohstoffe, mit denen man arbeitet, sondern das zweite Grundprinzip heißt Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Also ich halte quasi biologische als auch technische Kreisläufe sozusagen am Laufen und stelle sicher, dass jedes Produkt irgendwie wieder Substrat eines nächsten Schrittes wird und so weiter und so fort. Und manchmal greifen diese biologisch-technischen Kreisläufe ineinander. Das ist in der Biotechnologie die Chance. Oder man hält sie komplett getrennt in verschiedenen Industriezweigen. Und das, wie gesagt, also da sehe ich einen der großen nachhaltigen Aspekte auch. Also nicht nur, dass wir hier mit pflanzlichen Reststoffen arbeiten, die CO2 fixiert haben, die auch in diesen Fahrradhelm bleiben. Also wir haben quasi negative CO2-Emissionen mit dem Produkt. Wenn wir es nicht mehr wollen, zerschredder ich diesen Fahrradhelm, weil mein Kinderkopf irgendwie größer geworden ist und nehme es als Substrat für den nächsten Fahrradhelm. Ja. So ist die Utopia, genau, an der wir arbeiten. Ja. Spannend. Aber ich wollte, also du hast gerade dieses sehr schönes Buch veröffentlicht, Mind the Fungi. Und das in dieses Buch, du beschreibst dieses Projekt, das du in Zusammenarbeit auch mit Regina Rapp und Art Laboratory Berlin entwickelt hast. Und also kannst du mir erzählen, also was waren die Ziele von Mind the Fungi? Was hast du drin gemacht? Genau. Also es war ein ganz tolles Projekt und wir waren, Art Laboratory Berlin hast du schon gesagt, Regina Rapp und Christian de Lütz. Wir haben uns zusammengetan, die Köpfe zusammengetan und das Fachgebiet für Bioverfahrenstechnik auch hier an der TU Berlin. Ja. Und wir drei Akteure sozusagen haben überlegt, also wie können wir das Thema Pilze sozusagen in die Gesellschaft bringen und andererseits auch, wie bringen wir die Gesellschaft in unsere Labore. Und wie können wir die kreative Kraft sozusagen der Wissenschaft als auch der Künste nutzen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, die vielleicht nicht heute und auch nicht morgen umgesetzt werden oder vielleicht auch gar nicht umgesetzt werden, aber wie kommen wir wieder zu einem Austausch, realen Austausch zwischen den Künsten und den Wissenschaften. Und das ist seit Jahren von mir ein Anliegen. Eigentlich war so ein großer Aha-Moment, eine Publikation, die ich vor 2016, glaube ich, so geschrieben habe, mit einem Mitarbeiter von mir, Corrado. Da haben wir mal recherchiert, wie viele Künstler sich inspirieren lassen von der Welt der Pilze. Und das Verrückte ist, wir haben dann verstanden, viele dieser Künstler haben ein eigenes Start-up, ein eigenes Biotech-Unternehmen gegründet. Unter anderem Maurizio Montalto, Mugu, das sind die Schallisolation, Phil Ross, Microworks-Leader oder Aniela Heuting, die mit Textilien arbeitet und so weiter und so fort. Und das war so ein Aha-Moment, wo mir klar war, das sind Ideen, die müssen aber auch mit der Wissenschaft weiter sozusagen geführt werden, damit sie quasi in Massenproduktion zum Beispiel gehen können. Weil viele dieser ist ganz interessant, dass diese Innovation kommt, viel davon kommt von Kunst. Also ich habe auch Phil Ross als Künstler erst kennengelernt in San Francisco vor fast 20 Jahren und er hat als Künstler mit Pilze gearbeitet, aber ich hätte mich nie vorgestellt, dass er würde später eine große Unternehmen, also einen großen, also Microworks, das ist kein Startup mehr, also die haben gerade 45 Millionen Investitionen bekommen, also das geht richtig los. Also das fliegt, genau. Und das Schöne, dass die Künstler diese Rolle spielen, ich finde. Genau, ich glaube, der Punkt ist hier über diesen Tellerrand gucken. Also ich glaube, das ist jetzt eine gewagte These und vielleicht widerspricht mir da auch der eine oder die andere. Es ist nicht zwangsläufig, dass man sagen kann, nur das eine ist inspirierend oder das andere nicht oder kreativ. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, der Punkt ist, dass man nicht innerhalb eines Systems sein darf. Man kann vielleicht auch als Biologe eine tolle, unglaublich verrückte Idee für die Physik haben. Oder anders. Also es geht um diese also ohne Brille sich einem Thema nähern und komplett seine Wahrnehmung erstmal subjektiv laufen lassen. Und das ist wiederum die Stärke der Kunst, Dinge erstmal subjektiv wahrzunehmen und sie dann sozusagen auch auszudrücken, die Welt, wie man sie wahrnimmt, mit künstlerischen Mitteln auszudrücken. Also
Kunst per Definition, ja, ist unglaublich inspirierend und kreativ und bringt quasi Ideen in die Wissenschaft rein, aber die Kunst wiederum lebt ja auch von der Wissenschaft, von Technologien, die in der Wissenschaft entwickelt werden. Ja, also wie kultiviere ich oder wie funktioniert Licht zum Beispiel, ja, also jetzt, wie macht man Videos oder das ist ja alles aus den Wissenschaften gekommen und mein Punkt ist ich will quasi, also beides sind Kreativitätsmotoren und die müssen einfach zusammen. Und das ist aber nicht vollständig für mich, wenn nicht der dritte Punkt dabei ist, und das ist die Gesellschaft. Mit dem Gedankengang, also ich als Wissenschaftlerin es als meine Aufgabe und Verantwortung begreife, die Wissenschaft, an der ich forsche oder wir als Teams forschen, nicht nur der Gesellschaft zu erklären, warum machen wir das und wie machen wir das, also was sind unsere Ziele, sondern auch zu fragen und sie mitzunehmen, wollt ihr das überhaupt? Oder seht ihr das anders? Oder vielleicht habt ihr eine Idee. Also wie gesagt, es kann unglaublich tolle Ideen haben wir auch aus diesen Do-it-yourself-Kursen oder haben sich daraus entwickelt, die TopLab gegeben hat. Ein Do-it-yourself-Labor hier in Berlin, in dem sozusagen Methoden, experimentelle Protokolle, die wir im Labor entwickelt haben, wurden dort quasi transformiert, so dass man die sozusagen selber, also nicht unter Laborbedingungen, sondern ganz einfach schlicht mit einem Schnellkochtopf, ja, ohne einen aufwendigen Autoklaven zu Hause herstellen kann. Und dieses Miteinander, das ist, glaube ich, das war das Ziel von diesem Mind the Fungi. Daraus quasi Ideen entwickeln, die danach dann in verschiedene Richtungen gehen. Also zum Beispiel Biomaterialien ist das ein Thema, was weitergeht. Aber es gehen auch andere Themen weiter. Wir hatten 2 Künstlerinnen, sehr schön, die wunderbare Theresa Schubert und die wunderbare Farah Peluso, bei uns im Team als auch bei der Bioverfahrenstechnik. Und Theresa hat geforscht, welchen Einfluss Sound, also nicht Musik, sondern Sound, auf das Wachstum von Pilzen hat. Ja. Und hat gesehen, und in der Wissenschaft hat sich bis jetzt noch keiner damit beschäftigt, aus welchen Gründen auch immer. Also es war jetzt keine vordringliche Frage, aber es ist ja trotzdem eine relevante Frage. Und sie hat gesehen, dass wenn sie Pilze, die wir quasi gemeinsam gesammelt haben, mit ihr auch in Walk-and-Talks-Aktionen, also ja, mit den Bürgern in den Wald gegangen und da hat sie auch wunderbare Performances gemacht. Sie hat gesehen, auf manche Pilze wirkt dieser Sound sozusagen wachstumsfördernd und auf andere eher nicht oder hat vielleicht eventuell einen negativen. Also das war sozusagen ihre Auseinandersetzung mit, weil sie sozusagen auch aus dieser Ecke kommt. Und Farah Peluso sie kommt aus der Material, also das Thema Material interessiert sie sehr als Designerin. Sie hat jahrelang viel geforscht, künstlerisch geforscht im Bereich Cyanobakterien, Algen, um daraus Materialien, und jetzt hat sie versucht, daraus eine Synthese zu machen, also neuartige Materialien aus Algen plus Pilzen, beziehungsweise auch einen skulpturalen Bioreaktor entwickelt, und ihre Arbeiten von beiden waren auch im Futurium präsent. Ja. Das waren sehr das habe ich gesehen, wunderbar. Aber man versteht, was, also das Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern bringt dann die Künstler, weil die Künstler natürlich, die kriegen neue Materialien oder Inspiration für Kunst. Aber was bringen diese Kooperationen an die Wissenschaftler, die teilnehmen? Also diese Zusammenarbeit zwischen Künstler und Wissenschaftler. Was bekommt man als Wissenschaftler davon? Ich denke, es ist wie, vielleicht auch nicht falsch verstehen, aber es ist wie, wenn ein Kind fragen würde, warum ist das so? Also wir haben viele Gespräche geführt. Warum ist das so? Warum heißt das so? Wir nutzen manchmal Begrifflichkeiten, wir benutzen manchmal die gleichen Worte, aber meinen verschiedene Dinge damit. Und es ist sozusagen, es ist, als wäre man von verschiedenen Planeten und dieses Aufeinanderprallen an dieser Schnittstelle, entsteht etwas, wo man selber, ich glaube, beide Seiten auf Ideen kommen. Also das ist ein Moment der Kreation, weil man auf einmal mit den Augen des anderen sieht oder mit den Gedanken des anderen denkt. Ja. Und ich glaube, was ich persönlich gelernt habe davon, auch also mit der Kunst zu arbeiten, mit Künstlern zu arbeiten, ist mal anders formuliert, in den Wissenschaften sind
wir ganz stark strukturiert. Also wenn wir Anträge schreiben, wenn wir Publikationen schreiben, es ist sozusagen, das Ziel ist immer ganz klar definiert. Ja. Und der Weg ist auch ganz klar, sonst würden wir den Antrag auch gar nicht finanziert bekommen. Aber in dieses Explorative und dieses Prozesshafte, Ja. ich probiere hier was, ich probiere da was, sich die Zeit dafür zu nehmen, das ist etwas, glaube ich, wo die Wissenschaft wieder mehr lernen könnte von den Künsten, also sich die Zeit wirklich dafür zu nehmen. Wir machen das viel zu selten und ich mache das auch noch viel zu selten, weil einfach der tägliche Druck viel zu Klar. hoch ist. Ne? Aber Also die Struktur und die genau. Incentives für die wissenschaftlichen Karriere natürlich sind ganz anders. Ja. Genau, und während in der Wissenschaft eher am Ende tatsächlich, da muss eine Hypothese stehen, da muss ein Modell, ein Beweis, eine Formel, ein Werk, muss das nicht in der Kunst, da muss vielleicht noch nicht mal am Ende ein Werk stehen. Der Prozess ist sozusagen, der künstlerische Prozess, der Findungsprozess, der künstlerische Forschungsprozess ist sozusagen das Kreative, das Produktive sozusagen. Ja. Und Neugier ist auch ganz wichtig. Neugier. Aber das spricht auch sehr stark in die Richtung von also Bauhaus. Also dass wir brauchen wirklich etwas, das bringt wieder Wissenschaft, Kunst, Design, Ingenieure zusammen, um neue Lösungen zu finden. Also ich denke, das ist ein tolles Beispiel dafür. Aber du arbeitest auch selbst als Künstlerin. Also du hast eine andere Identität als Frau Mehr und du hast, also die Dora hat schon gezeigt, du hast auch in unserer Ausstellung ein Kunstwerk. Also findest du, dass du kannst Sachen mit Kunst machen, die du nicht als Wissenschaftlerin machen kannst? Ich vorrangig und vielleicht zeige ich auch einfach mal ein zwei Werke und dann wird es vielleicht auch klar, worum es mir vorrangig geht es mir darum, meiner Wissenschaft ein Bild zu geben, sagen wir es mal so, meiner Wissenschaft ein Sprachrohr über die Kunst zu geben. Und wie gesagt, wir kennen diese Pilze so, wie wir sie eben beachten oder nicht beachten in der Umwelt. Und wenn ich sie quasi zusammenbringe mit Dingen, die ich auch gefunden habe im Wald, Weggeworfenes. Also ich arbeite quasi mit Dingen, die vermeintlich keinen Wert mehr haben. Die haben Menschen entsorgt. Und ich bringe sie zusammen in einer neuen Symbiose. Ich lasse ihn koexistieren und kann darüber Geschichten erzählen. Also jetzt links zum Beispiel, das ist ein Volk der Nomaden und da muss ich jetzt gar nicht weiter, aber das sind die Skythen. Das hat was mit meiner eigenen Geschichte. Also ich erzähle was über mich. Andere, Fruchtkörper, die erinnern mich dann halt an Personen, wo man einfach gefühlt schon hunderte Bilder im Leben gesehen hat. Es geht mir darum zu erzählen, dass zum Beispiel die Armillaria, und die Skulptur, die ist nur so klein. Das ist der größte Organismus auf dieser Erde, der größte, der Hallimasch. Es gäbe, die Welt, in der wir leben, würde nicht so aussehen ohne Pilze. Es gäbe keine Bäume, es gäbe keine Sträucher. Mehr als 95, 96% der Landpflanzen leben in Symbiose mit Pilzen, mit Mykorrhiza. Und was Pilze machen ist, und das ist quasi das Recht der Skulptur, sie versorgen die Pflanzen mit Wasser aus der Tiefe der Erde und mit Nährstoffen, mit Aminosäuren, mit Phosphaten. Und sie sind quasi die Wasserleitung. Und von der Pflanze wiederum kriegen sie über die Photosynthese den Zucker. Und das ist eine andere Geschichte. Also diese Symbiose, diese positive Interaktion, die dominierend ist auch in der Welt der Pilze. Es gibt auch Parasiten, es gibt auch Pathogene, aber dominierend ist diese Form der Geschichte erzähle ich. Und dann erzähle ich natürlich auch Geschichten, die was auch mit mir und meiner Geschichte zu tun haben. Mein Faible für das Weltall und für Reisen zu anderen Planeten und der Überlegung, wie kann auch die Biotechnologie in 20, 50 Jahren aussehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Pilze sei es auf dem Mars oder auf dem Mond mitnehmen sollten. Weil wir werden unterwegs Pflanzen mitnehmen, die Nährstoffe für uns produzieren. Und irgendwo muss man mit diesen Pflanzenabfallen dann hin. Und dann bleiben sozusagen wieder die Pilze als einzelne oder als Organismen, die daraus dann wieder aus diesen Abfallstoffen Medikamente, Enzyme, Kleidung, die Dämmung der Mars-Kolonien und so weiter. Und das ist also im Moment natürlich ist jeder interessiert auf die Landung von Perseverance auf Mars und das ist ein großes Thema, aber
Pilze können doch eine Rolle spielen, also in einer Mars-Kolonie, also theoretisch auf jeden Fall. Also meinst du? Genau, also wir haben, der Pilz, von dem ich am Anfang sprach, also nicht der Fomis fomentarius, der Zunderschwamm, sondern Aspergillus niger, sozusagen das ist unser Blockbuster-Pilz, der macht unglaublich Mengen an Enzymen, der macht Zitronensäure, also der macht Medikamente, das ist unser All-Size Fritz One Solution, ja, sozusagen, unser Multipurpose Cell Factory. Der dominiert die Mikroflora auf der ISS, der dominierte die Mikroflora auf der Mir. Schimmelpilze sind sehr gerne in diesen isolierten Räumen, die temperiert sind, wo Menschen sich bewegen, die transpirieren. Und von der Deutschen Luft- und Raumfahrt sozusagen, wir arbeiten mit denen zusammen in Gesprächen, habe ich dann irgendwann auch erfahren, und das war irgendwie was so glasklar, aber dann doch auch wieder so frappierend. Die Mir musste aufgegeben werden, weil sie sozusagen am Ende mehr oder weniger komplett verschimmelt war von innen. Weil Pilze, so wie wir es ja auch haben in unseren Häusern, wie wir es kennen, ja, da wo Feuchtigkeit ist, wo es warm ist, setzen sich Pilze durch. In anderen Worten heißt es aber auch, und das sind Forschungsarbeiten, die wir mit der Deutschen Luft- und Raumfahrt zusammen machen, wenn die sich da oben bewähren, in der kosmischen Strahlung, ja, im Vakuum und so weiter und so fort, dann, also Vakuum überleben können für einen gewissen Zeitraum, kann man mit diesen Pilzen ja auch arbeiten. Also wenn man es schafft, sie kontrolliert zu nutzen. Und das ist Teil unserer Forschung jetzt auch. Also vielleicht braucht man einen neue Film von The Martian, aber nicht ja, mit Kartoffeln. Nicht nur mit den Kartoffeln, beziehungsweise mit seinen Kartoffelresten würde dann, ja genau. Aber das ist ganz interessant, also die Raumfahrt von die Pilze, also das ist ein tolles Thema. Aber also wir haben ein bisschen über Mind the Fungi gesprochen, aber jetzt hast du ein neues Projekt, das heißt MycoX. Ich denke, MycoX? Ja, genau. Also, kannst du etwas darüber sagen? Gerne. Und so ihr wollt oder so ich darf, vielleicht teile ich nochmal 2, 3 Folien und dann, dann, genau, super. Also MycoX, jetzt bin ich hier unten, steht für, also My, das ist Million Years, also seit Millionen von Jahren, ja, gibt es Pilze auf dieser Erde. My ist aber auch Myself in Englisch. Co ist Coexistence, Collaboration. Myco, die Mykologie, Mycology steht für Pilzkunde. Und X ist im Prinzip das Netzwerk, was wir aufbauen, als auch X steht für verschiedene Projekte, an denen wir arbeiten. Und wir sind jetzt quasi eine Gruppe an Wissenschaftlern, Biotechnologen, Biotechnologinnen, Künstlerinnen, Künstlern, Studierende, Architekten hier aus dem Berliner Raum. Und wir arbeiten gerade an dem sogenannten Microspace-Projekt. Das heißt, wir haben Pilze in der Natur gesammelt und mit unserem Zunderschwamm, als auch mit anderen Pilzen, ich zeige gleich einen Ausschnitt, bauen wir eine habitable Skulptur. Die wird bei Tiny Bee in Frankfurt im Sommer diesen Jahres gezeigt. Tiny Bee ist ein Projekt, was sich der Frage widmet, wie kann man in Zukunft mit begrenztem Raum und begrenzten Ressourcen leben. Das sind künstlerische Positionen gefragt und man hat uns tatsächlich eingeladen und auch akzeptiert, dass wir nicht reine Künstler sind, sondern eigentlich eher Wissenschaftler. Und wir haben uns inspirieren lassen bei dieser Skulptur. Also habitable heißt, man kann dort eine Nacht buchen. Ja, sie ist 26. Juni bis 26. September offen. Man kann dort eine Nacht schlafen. Wir haben uns inspirieren lassen von Galina Balaschowa, der Architektin des sowjetischen Raumfahrtprogramms. Und sie hat in den 60er, 70er Jahren unter anderem für die Soyuz-Kapseln, mit denen ja jetzt immer noch zur ISS geflogen wird, ja, Alexander Gerst, sie hat diese im Prinzip designt und hat gefragt, wie müssen die physikalisch-technischen Parameter sozusagen liegen oder wie sind die physikalisch-technischen Anforderungen, damit die Astronauten, Kosmonauten in der Schwerelosigkeit wohnen, leben, arbeiten können. So, und wir haben uns inspirieren lassen von ihr und unsere Frage lautet, welche biologisch-technischen jetzt fehlt mir das Wort. Welche biologisch-technischen Voraussetzungen müssen quasi gegeben sein? Also Pilz und
zum Beispiel jetzt Pflanze, damit wir unter begrenzten Ressourcen, begrenzter Raum, ja, unbeschwert, nicht schwerelos, sondern unbeschwert. Und alles, was wir in dieser Skulptur erstellen werden, kommt entweder aus Pflanzen oder aus Pilzen. Also wir haben diese Paneele, die ich jetzt vorhin gezeigt habe, das wird die Außenhaut sein. Wir haben diese Pilze, diese Kremplinge und Hautköpfe gesammelt, um damit zu färben. Und quasi das gesamte Innendesign wird auch über Pilzmaterialien. Also es ist ein co-designtes Habitat, was wir herstellen mit den Pilzen. Und die zweite sozusagen Herausforderung, und auf die freue ich mich auch sehr, ist sozusagen mehr wissenschaftlicher Fragestellung, wo wir als Micro-X-Team arbeiten. Das ist eine Ausstellung, die wir fürs Futurium planen. In einem Monat hoffentlich wird sie eröffnet und sie wird bis 2022 gezeigt werden, wo wir mit Holz, aber auch mit Beton arbeiten werden, mit 3D-Druck. Wie kann man quasi die Bauindustrie reformieren mit Hilfe dieser Pilzmöglichkeiten? Vielleicht eine Evolution, ehe es zur Revolution kommt, ja, also vielleicht gar nicht erst ohne Beton denken, sondern erstmal überlegen, wie kann man mit Beton arbeiten und dieses, wenn du den Fall siehst, dieser Punkt hier, also diese beiden Betonschalen, die sind komplett getrennt, aber dadurch, dass wir den Pilz haben, innen drinne wachsen lassen, sind die jetzt fest miteinander verbunden. Du kannst das nicht mehr trennen. Und als quasi Citizen Science Ansatz wollen wir gemeinsam mit den Besuchern in Workshops quasi eine Skulptur bauen, die dann gemeinsam designt wird. Also mit Pilz, mit Besuchern, mit uns, so dass am Ende wir dann gemeinsam lernen. Also wie könnte jetzt vielleicht ein Haus der Zukunft aussehen? Toll. Also vielleicht sollten wir ein Pilzpavillon für Biotopia auch überlegen. Also das wäre ganz... Wir wären gerne dabei, genau. Ich denke immer am Dorf von die Schlümpfe, aber das wird nicht so sein, natürlich. Aber ja, wir haben nicht so viel Zeit mehr, aber es gibt noch einige Fragen in die Q&A. Also eine große Frage wäre, was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in der Pilzforschung? Was sind die nächsten großen wissenschaftlichen Fragen? Im Prinzip zwei Arten und das ist, hatte ich versucht anzudeuten. Es ist tatsächlich dieses Wachstum, die morphologische Entwicklung zu verstehen und komplett zu steuern. Im Moment macht der Pilz, was er will und wir können an der einen oder anderen Schraube drehen durch die Kultivierung oder durch die Genetik, aber letztendlich hat der Pilz noch die Kontrolle. Also das ist quasi, wie steuert man dieses Wachstum, weil das kann man dann beschleunigen und kann man zielgerichtet für verschiedene, also stell dir jetzt Materialien vor, die eine gewisse Porosität haben oder eben nicht haben, die eine bestimmte Wärmedämmung haben oder nicht haben, die eine bestimmte Leitfähigkeit haben oder nicht haben. Also all das lässt sich über das Wachstum der Pilze steuern. Und das ist Grundlagenforschung, Biologie. Wir müssen 10.000 Gene verstehen in einem solchen Pilz. Und das Forschungsfeld heißt Systembiologie, an dem wir arbeiten und viele andere Gruppen auch. Das ist das eine. Und die andere große ist dann, die ist dann schon eine sehr angewandte Forschungsfrage. Wie kann man tatsächlich die Produktions Wege so gestalten, dass das wirklich auch effizient ist. Also es ist schön und gut, wenn man quasi mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet, aber wenn die Prozesse zu lang dauern, wenn sie ineffizient sind, dann kann die Ökobilanz sich natürlich auch nicht so toll entwickeln, wie sie es könnte. Also die andere Frage ist, wie passt man quasi die Biologie an die technischen Herausforderungen an? Und das ist eigentlich Biotechnologie. Ja. Super. Und dann eine andere Frage, also ich denke auch eine sehr wichtige Frage. Also gibt es DIY-Anleitungen, um die Materialien selber herzustellen, zum Beispiel wie die Lampe im Hintergrund? Genau. Also es gibt ganz viele DIY-Protokolle im Internet, die kann man suchen. Wir haben aber sozusagen für uns jetzt, die für uns am besten funktioniert haben, mit unserem Zunderschwamm, den sich jeder hier aus, wo auch immer man in Deutschland ist, aus dem Wald isolieren kann.
Die sind dort beschrieben, sie sind dort auf Deutsch beschrieben, sie sind auf Englisch beschrieben und das gesamte Buch lässt sich als PDF wir haben es am TU Universitätsverlag veröffentlicht, lässt sich kostenlos als PDF runterladen. Also man kann es bestellen über den Buchhandel, das ist aber eine begrenzte Auflage. Wer aber sich nur für die Protokolle interessiert, einfach das PDF runterladen. Also ich finde das ganz toll im Buch, dass man hat alle Methoden und man hat die Protokollen, also und auch schöne Interviews mit die mit Theresa, mit Pfarrer, dann auch die Gedankenwelt von Regine und Chris, also wie kuratiert man solche Themen, dann unseren wissenschaftlichen Blick und dann vielleicht, was ich hier noch erwähnen kann, was mir wichtig ist und was wir versuchen auch, oder was wir schon angefangen haben umzusetzen, wo uns aber jetzt 2020 das Corona-Jahr so ein bisschen das zerrissen hat. Wir haben neue Kurse an der Universität etabliert, Peer-to-Peer-Teaching, wo wir Studierende der Künste, des Designs zusammenbringen mit unseren Biotechnologen. Weil ich denke, diese Mauern, die existieren zwischen Wissenschaft und Kunst, die kriegen wir, glaube ich, gut weggewischt, wenn wir im Studium mit den jungen Menschen schon arbeiten, weil die haben diese Mauer noch gar nicht im Kopf. Ja. Und aus diesen Peer-to-Peer-Teaching-Kursen heraus sind auch tolle Ideen entwickelt für Textilien und so weiter und so fort. Und das werden wir in Zukunft, da haben wir mit der Kunsthochschule Weißensee zusammengearbeitet. Wir werden auch in Zukunft mit der UDK, also wir werden noch mehr sozusagen Interessierte zusammenholen, die sagen, okay, wir als Kunstuniversität interessieren uns für die Technologie, erklärt sie uns, dann erklären wir sie, die Biologie, und wir als Biologen wollen verstehen, wie kann man nachhaltig Textildesign machen oder nachhaltigen Produktdesign. Und dort sehe ich also ganz viel Spielraum und Freude und da hoffe ich, dass bald die Universitäten wir alle wieder öffnen können. Richtig. Ja. Ja, also wir müssen unbedingt Wissenschaft und Kunst wieder zusammenbringen und ich denke, dass deine Arbeit ist ein tolles Beispiel von was überhaupt möglich ist und wir haben dann einen super Anfangspunkt mit dem Buch und dem kostenlosen PDF, also das ist ein guter Punkt und es ist super, dass es auch jetzt Kursen gibt, die nicht nur also in der Standard-Universitätscurriculum sind, aber auch für Leute, die vielleicht nicht vom wissenschaftlichen Hintergrund erst kommen, aber Interesse haben an DIY Biology oder DIY Microtechnology oder wie auch immer. Ja, genau. Aber leider müssen wir jetzt beenden. Also leider es gibt keine mehr Zeit für Fragen, aber ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Vera, für eine tolle Diskussion und so viele interessante und spannende Punkte. Und ich denke, es gab auch viel mehr interessante Fragen im Chat und im Q&A. Wir konnten die ganze Abend lang reden. Ja, habe ich auch das Gefühl, genau. Ja, und ganz herzlichen Dank nochmal an Vera Meyer für diese spannende Diskussion und ich freue mich wirklich darauf, dass wir deine weiteren Projekte verfolgen und vielleicht auch mit Biotopia zusammenarbeiten in der Zukunft. Und dann, also herzlichen Dank und auf Wiedersehen an alle und hoffentlich sehen wir uns bald im Biotopia Lab. Ja. Und Sie sehen ein paar Links, wo man mehr über Biotopia lernen kann und auch ein Link am wissenschaftlichen Webpage von Vera Meyer und auch das Instagram-Link für seine Kunstprojekte unter Frau Meyer. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen und gute Nacht.